Hi, im heutigen Video geht es nicht ums Lederpunzieren, sondern um das Anmischen von Antikpaste mit Acrylfarbe und das Aufbringen von Kantenfarbe. Für diesen Schlüsselanhänger habe ich einen Streifen Leder mit einem Kordmuster punziert. Wie immer nach dem Punzieren habe ich das Leder geölt und eine Schicht Tencoat als erstes Finish aufgebracht. Sorry, diesmal off-camera. Ich nehme hier Fiebings Antique Finish in Neutral und mische es mit blauer Acrylfarbe meiner Wahl. Das Mischungsverhältnis ist abhängig von der Intensität der Farbe, die ihr erreichen wollt. Gut durchmischen und mit einem Schwamm, Tuch oder wie hier mit einem Stück Schafsfell reichlich auftragen und gut in die Punzierung einarbeiten. Dann etwas antrocknen lassen und mit einem Stück Küchenpapier abwischen. Nachdem die Antikpaste getrocknet ist, wieder mit Tencoat oder einem anderen Finish der Wahl über das Leder gehen. Auf einigen Stellen war für meinen Geschmack noch zu viel Antikpaste, also habe ich noch eine zweite Schicht Tencoat aufgebracht, was immer noch etwas Farbe anlöst, die sich wegwischen lässt. Den Lederstreifen habe ich dann mit Kleber bestrichen. Genauso wie ein Stück Futterleder, welches ich hinter das punzierte Leder hinternähen wollte. Vor dem Zusammenkleben beide Klebeflächen etwas antrocknen lassen und dann gut festpressen.
Mit meiner Cobra 20 habe ich beide Lederstreifen miteinander vernäht. Die Nahtlinie habe ich diesmal nicht angezeichnet, sondern mich auf mein Augenmaß verlassen. Hat Gott sei Dank funktioniert. Beim Schneiden des überstehenden Futterleders wollte mein Kater unbedingt mitmachen, sodass ich diesmal nicht mein geliebtes Sattlermesser genommen habe, sondern ein anderes. Ich nehme das punzierte Leder als Leitlinie und erhalte so eine schön gerade Kante, wenn ich nicht gerade von Vierbeinern abgelenkt werde. Pixel wollte unbedingt bei mir bleiben. Bei dem Blick kann ich nicht Nein sagen. Die Längskanten habe ich noch mit Schleifblöcken etwas geglättet, erst mit einer feinen Körnung, dann mit einer superfeinen Körnung. Alles unter Aufsicht des Katers. Dann die Kanten mit Wasser angefeuchtet und mit einem Kantenholz geglättet. Die Firma Logis Decor hat mir freundlicherweise diese Kantenfarbe zum Testen gegeben. Weitere Infos dazu in der Beschreibung des Videos. Mit einem Kantenroller trage ich vorsichtig die Farbe auf. Immer nur ein bisschen, damit die Farbe auf der Kante bleibt und nicht in das Leder zieht. Vor allem bei dem hellgrauen Leder würde das sofort auffallen.
Hier ein anderer Farbroller, mit dem man arbeiten kann. Der ist nicht konisch geformt. Ich verwende aber am liebsten eine alte Ahle. Das dauert zwar länger, aber gibt präzise Ergebnisse. Nach der ersten Schicht sah die Kante schon sehr gut aus. Die Farbe hat genug Konsistenz, um nicht direkt zu verlaufen und deckt beide Lederarten sofort gut ab. Trotzdem habe ich die Kanten gut antrocknen lassen, nochmal mit Schmirgelpapier angeschliffen und eine zweite Farbschicht aufgebracht. Ich habe den Anhänger jetzt ein paar Tage im Gebrauch und ich muss sagen, die Farbe hält und blättert auch in der Krümmung nicht ab. Es gibt dieses Edgecoat von Fiebings natürlich in vielen verschiedenen Farben. Jetzt noch den Keyfob anbringen. Da ich keine Zange zur Hand hatte, die groß genug war, habe ich das Metall mit etwas Leder geschützt und einfach einen Hammer genommen. Keinen Finger getroffen, also war ich erfolgreich. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und euch inspiriert, auch mal selber Farbe anzumischen. Warum soll man immer nur Brauntöne als Antikfarbe verwenden? Ist doch langweilig. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wahrscheinlich geht es da wieder um die Punzierung. Wenn ihr Vorschläge für weitere Videos habt oder Fragen, einfach unten in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Mal.